Rundsitzgruppe und eine Handlichkeit, das muss man wirklich sagen. Wenn du mit dem unterwegs bist, ja, jetzt nichts gegen einen Loftliner, der fährt sich wirklich ganz hervorragend. Das ist so Gleiten auf der Autobahn, aber so ein kompaktes Fahrzeug mit Rundsitzgruppe, das fährt sich fast wie ein kleiner Knaus. Das muss man wirklich sagen. Man muss nur aufpassen von der Höhe her. Denn wenn man hier unten drin sitzt, man vergisst wirklich, dass man in einem riesen Fahrzeug drin ist. Also die Handlichkeit, Matthias, das ist unerreicht. Und die Innenraumgestaltung, das ist so klasse, oder? Ja, also dieser Alkoven, dieser neue Grundriss, der ist wirklich sensationell. Mit allen Vorzügen, mit allen Genen, die Morelo-Fahrzeuge mitbringen, ist der ausgestattet, hat auch unheimlich viel Stauraum, hat eine tolle Bettenlösung, einen super Sanitärbereich und eine Sitzgruppe, eine Rundsitzgruppe im Heck, die wirklich einen riesen Wohnkomfort bietet. Ja, minus 31.490 €. Ihr seid Morelo-Vertragspartner. Das Ganze auch nicht von kleiner Natur, sondern ihr macht wirklich große Stückzahlen. Da gibt es natürlich gute Konditionen und die gebt ihr an die Kunden weiter. Ja, in dem Fall ist es so, das ist ein Ausstellungsfahrzeug, der hier präsentiert wird, den die Kunden sich anschauen können, wo man auch mal eine kleine Probefahrt mitmachen kann. Hat keine Zulassung, ist nagelneu praktisch mit Vollgarantie und ja, eigentlich im Alkovenbereich so der wirklich interessanteste Grundriss, weil er halt sehr kompakt ist. Es ist ein kurzes Fahrzeug. Wie kurz sind wir denn? Genaues Maß müssen wir uns gleich mal eben vom Preisschild holen. 8 Meter plus minus. Genau. Ne? Also ein ganz kurzer Wagen und Morelo hat es hier einfach sehr intelligent konstruiert. Der hat die Rundsitzgruppe, aber trotzdem vollwertigen Garagenbereich. Das heißt, das Heck ist genau das gleiche wie hinten bei dem Loftliner zum Beispiel, von der Optik her. Ja. Er ist aber nicht ganz so hoch. Innen merkst du das gar nicht, weil nämlich die Höhe nämlich durch die Räder auch bestimmt wird. Und du hast eine Anhängerkupplung mit dabei mit Stützlast. Lass mal gucken, was die kann. Ich dürfte wahrscheinlich um die 140 Kilo sein. 150 Kilo Stützlast. Das heißt, du könntest hier sogar noch einen Roller drauf machen, einen kleinen. Also das würde gehen. Und die Heckgarage, da siehst du natürlich, die ist natürlich Morelo-like. Ja, das ist wirklich toll gelöst hier. Die Fahrzeuge mit Rundsitzgruppe sind normalerweise mit einer wirklich in Anführungsstrichen kastrierten Heckgarage ausgestattet und hier hat Morelo das durch so einen konstruktiven Trick erreicht, dass der Wagen wirklich eine absolut vollwertige Fahrradgarage hat. Das ist praktisch nur dieses ganz kleine Stück hier oben rechts, was dort die Lademöglichkeit reduziert. Sonst ist der von der Größe her genauso wie die anderen. Das Coole ist auch die Verarbeitung, das siehst du hier, das Ganze hat eine Metallleiste jetzt hier mit drin, mit natürlich einer Steuerung, die von innen gesteuert werden kann. Das sieht man hier sehr schön. Das heißt also, von außen hast du gar kein Schloss mehr, was du manipulieren kannst. Ja, das ist praktisch verschlossen. Wir haben keine Griffmulden und so wie das Morelo schon seit vielen Jahren auch praktiziert, dann mit dieser entsprechenden Servoschließung wie bei der Eingangstür auch. Das Ganze ist ein Doppelbodenkonzept. Wir haben HPC-Hubstützen hier mit eingebaut. Das heißt, das Fahrzeug nivelliert sich automatisch. Bei dem Auto muss ich nicht so sehr auf Gewicht achten, weil ein kurzes Fahrzeug hat immer viel weniger Gewicht und automatisch viel mehr Zuladung. Automatisch viel mehr Zuladung und hier in dem Konzept bei diesem doch wirklich kurzen Auto mit der entsprechenden Chassis-Vorbereitung, das ist das Iveco Daily 7,5 Tonnen Chassis drunter, mit allen Assistenzsystemen, mit allen Vorteilen und hier als Alkoven natürlich dann auch mit dem Original-Fahrerhaus, was ja auch nochmal eine ganz andere Haptik und eine ganz andere Funktionalität mit sich bringt. Der Vorteil ist, dass der Wohnbereich und der Schlaf- und Wohnbereich und Fahrbereich komplett abgetrennt ist. Das fängt jetzt schon an, die Sonne knallt jetzt gerade hier drauf und eine große Kältebrücke ist natürlich das Fenster oder alle Fenster hier vorne bei allen Fahrzeugen, weil diese Fenster nicht doppelt verglast sein dürfen im Frontbereich. Und dadurch kommt natürlich die Wärme automatisch rein. Wir können uns das ja mal kurz anschauen. Genauso wie hier
ist hier natürlich eine Riesenscheibe mit dabei, die die Wärme unglaublich reinlässt. Das ist hier gar nicht so. Die Scheibe ist zwar da, aber du hast eine große Tür und kannst den Bereich komplett abschließen. Genau, komplett abschließen. Gerade im Winter ist das natürlich ideal. Und ja, die Vorteile, die so ein Alkoven mit sich bringt, der ist eigentlich in den letzten Jahren immer weiter herausgestellt worden, auch durch diese neuen Grundrisse. Und Morelo macht das in einer perfekten Ausführung. In dem Falle hier auf 8,20 Meter, wirklich ganz, ganz kompakt, aber mit super Stauraummöglichkeiten, mit allen Komforteinrichtungen und halt mit diesem Original-Fahrerhaus, was ja von der Bedienung her, was von den Rollgeräuschen, Abrollgeräuschen, Fahrgeräuschen zu sehen ist, natürlich dem Integrierten in dem Fall wirklich absolute Vorteile bringt. Und das ist eigentlich auch der Grund, wieso in den letzten Jahren die Alkoven so einen Erfolgszug auch hier im Premium-Segment bekommen haben. Ne? Full LED hat er mit drin, Abstandstempomat, all das ist hier möglich bei der Ausstattung. Geht beim Allrad natürlich nicht. Fahrzeug liegt wie ein Brett auf der Straße und das hast du hier mit drin. Du hast natürlich auch die Sicherheit von so einem Fahrzeug. Du hast einen riesen Stauraum überall und hier siehst du schön das Doppelbodenkonzept. Du hast immer schön warme Füße, weil die Wärme durchs ganze Auto geht. Ja, das ist bei Morelo so gestaltet, dass also die Grundwärme für den Wohnraum über die Fußbodenheizung reguliert wird. Die ist dann auch einstellbar von der Intensität und entsprechend dann im Waschraum bzw. auch im Schlafbereich über zweite und dritte Heizkreisläufe die Wärme bzw. Kühle reguliert werden kann. Ist er auf hier vorne? Können wir mal kurz reinschauen, Matthias? Ist auf. Und da siehst du, du hast die adaptiven Federschwingsitze hier mit eingebaut. Das ist eine ganz feine Sache. Ich habe sie im Moment auch drin im Iveco Daily. Ist eine Option, die ein bisschen Geld kostet, aber du hast luftdruckgefederte Sitze, da ist eine Luftdruckfeder drunter. Auch die kannst du in der Vorspannung nochmal regulieren und genau auf das Fahrergewicht einstellen. Das heißt, kommt mal eine Unebenheit, wird das Ganze abgefedert. Technik aus dem LKW-Bereich. Ja, absolut, wie praktisch im LKW-Bereich auch. Und wenn man sich hier reinsetzt und losfährt, hat man einfach auch vom ersten Moment an ein wirkliches heimatliches Gefühl mit einer absolut durchgängigen Bedienungsfunktion, mit einer tollen Verarbeitung, mit einer tollen Sicht auch letztendlich, Fahrposition und so weiter. Das ist durch den Alkoven auch immer im Sommer nochmal zusätzlich schön, weil sie einfach die Sonne draußen hält. Ne? Man sieht das hier, du hast eine große eingebaute Sonnenblende. Gerade wenn die Sonne sehr hoch steht, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das siehst du aber nicht, wenn du fährst. Das heißt, du hast einfach viel weniger Sonneneinstrahlung. Und die Fahrerhaus-Klimaanlage braucht nur diesen kleinen Raum zu kühlen. Das kennst du selber. Wenn draußen 35 Grad sind, kriegst du das eigentlich ohne Zusatzklimaanlage nicht mehr kalt, das Auto. Ja. Und hier hast du vorne gar kein Problem. Hier schön zu sehen, zentrale Klappensteuerung, auch die kostet ein paar tausend Euro extra, ist hier mit drin. Ja, Zentralverriegelung auf alle Klappen und dann hier entsprechend wirklich tolle Möglichkeiten, direkt an die entsprechenden Geräte ranzukommen, an die Entsorgungsventile, an die Alde-Heizung, hier sogar ausgeführt mit Alde Flow, das heißt also mit einer entsprechenden Vergrößerung des Heißwasservorrats. Ist auch zum Duschen. Zum Duschen, genau. Ne? Ist die ganz neue Alde-Heizung, die 3030. Der Wagen ist übrigens 2 Monate alt etwa. Also, 2 Monate? Genau, wir haben ihn so etwa vor 8 Wochen bekommen. Ist also wirklich nagelneu und fast noch warm. Hier sieht man sehr schön, du hast eine Außendusche eingebaut, du hast die Umpumpfunktion, die sehr interessant ist. Man soll ja den Fäkaltank immer spülen und jetzt kannst du den mit dem Grauwasser spülen. Das ist natürlich eine richtig tolle Geschichte und du kannst damit natürlich auch deine Autarkie erhöhen, indem du das Grauwasser, was ja wesentlich mehr erzeugt wird als Fäkalwasser, was da ist. Du kannst es umpumpen in den Fäkaltank. Ja, ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil man mit dem Abwaschwasser, mit dem Duschwasser praktisch den Fäkaltank nochmal nachreinigt und über diese Umpumpfunktion das dann wirklich auch perfekt generieren kann. Ne?
Ja, hier sieht man die tolle Ausstattung, ein Haus auf Rädern, aufpreispflichtig auch die Jumbo-Edelstahl-Abdeckungen und die stehen im Auto besonders gut. Also hier Leichtmetallfelgen, das macht so, guck mal hier vorne, das ist so richtig schön Liner-Feeling, das kenne ich aus Amerika und das ist richtig schön. Das ist eine eigene Fraktion. Man muss die Alkoven nicht lieben. Aber die Leute, die Alkoven fahren, die schwören da drauf, weil du hast auf dem Campingplatz ein anderes Auftreten. Da, ich sag mal, muss man der Sache schon recht geben. Du kommst also mit einem Alkoven an, das kennst du auf der Autobahn, die Schilder, wenn ein Wohnmobil beschrieben wird, dann ist immer ein Alkoven auf dem Schild, auf dem Verkehrsschild. Und das hier ist eher so, ich sag mal, unauffälliger, ist vielleicht nicht ganz so prunkvoll, kann man das so sagen? Ja, das ist auch eine spezielle Käuferschicht, die einfach die Vorteile liebt und die auch herausstellt, die speziell auch für die Aufbautechnik brennt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, gerade wenn man jetzt sich dieses Konzept auch gleich innen drin mal anschaut, das ist wirklich was Besonderes, ist ein traumhaft kleines, wendiges Fahrzeug mit trotzdem allem Komfort, Stauraummöglichkeiten, mit einem super Schlafraum auch, mit einem Sanitärbereich, der richtig klasse ist. So, Hubstützenanlage ist mit drin. Das hier ist eigentlich eine riesen Mogelpackung. Ich zeige es euch mal. Denn wir sind auf 8 Meter. Und wenn du jetzt mal hier reinguckst, hier siehst du linke Seite einen 40 Zoll Fernseher, der sich perfekt integriert. Du hast eine riesige Rundsitzgruppe mit einem Raum, der sich so schön öffnet. Guck dir das mal an. Und das Ganze auf 8 Meter, lieber Matthias. Ein echter Concorde. Einen solchen Wohnraum gibt es im Liner-Bereich nicht, muss man fairerweise sagen. Also eine Hecksitzzgruppe gibt es, glaube ich, nur im Alkoven. Ja, gibt es nur im Alkoven und es gibt ein, zwei Hersteller, die das auch mit dem Integrierten machen, wobei da das Konzept meiner Ansicht nach auch außer Frage gestellt wird, weil gerade die Betten im Alkovenbereich ja der Clou an dem ganzen System sind, weil der Integrierte vorne ja eigentlich gedacht ist als Wohnraum. Und in diesem Bereich ist der Wohnraum halt im Heck. Macht also Sinn, das auf dem Alkoven dann auch aufzubauen. Ja, hast eine Lederausstattung hier. Du hast sogar belederte Seitenwände. Also innen drin das helle Holz. Der ist richtig schön konfiguriert. Wenn ich jetzt hier mal hinschaue, wenn du mal gerade die Tür bitte schließt, sei mal gerade so lieb, Matthias. Da kommt so viel Sonne rein, man kann das gar nicht gut erkennen. Und gerade mal die Verdunklung mal bitte hochfährst. Dann haben wir etwas weniger Kontrast. Ja, so schön. Und wenn du jetzt mal einen Tick nach rechts trittst, dann zeige ich mal, dass das Ganze vom Feeling her eher von den Möbeln her erinnert an eine Loftwohnung und nicht an ein Wohnmobil. Du hast also hier kein Fahrerhaus, was du siehst. Das ist, glaube ich, das Hauptargument im Wohnbereich. Und ich drehe mich jetzt vorsichtig und dann siehst du, hier vorne ist zwar das Fahrerhaus zu sehen, aber da können wir jetzt kurz ein Ende machen. Da haben wir nämlich jetzt unsere neue Einstiegsstufe. Das heißt also, die Serienlösung ist hier mit einer Leiter und wir haben hier jetzt noch im Prototypenbau zu sehen eine Einstiegsstufe, die von links rausgezogen wird und dann dem Kunden wirklich die Möglichkeit gibt, richtig professionell und vor allen Dingen mit einer großen Auflagefläche in den Alkoven, in den Schlafbereich aufzusteigen. Das machen wir bei uns in der eigenen Werkstatt. Das ist in unserer Tischlerei. Unser Tischler macht das, sodass wir dann also dem Kunden hier auch einen richtig tollen Einstieg bieten. Die wird nach links eingeschoben dann? Genau, die wird nach links eingeschoben. Das ist jetzt, wie gesagt, dieser Prototyp. Nachdem dann die Original-Trittstufe, die schon in der Anfertigung in den nächsten 14 Tagen montiert wird. Das bedeutet aber, wenn ihr das einbaut, ihr seid ja auch Moredo-Vertragspartner, es wird aussehen, als wäre es ab Werk immer schon gewesen. Ja, das ist Originalholz, was da bestellt ist und was eingebaut wird, sodass das also dann überhaupt keine Änderung in der Optik und in der Funktion zu den Werkseinbauten hat. Ja, du siehst, es ist eine Mogelpackung deswegen, weil guck dir mal die Gesamtlänge an, guck dir mal das Bett an. Wir sind auf etwas über 8 Meter Länge und dann hast du diesen Innenraum hier mit Inverter, Mikrowelle, Grill.
mit dem großen Tower, einer riesigen Küche mit dabei. Morelo steht ja willkommen daheim und das merkst du auch. Also es ist nicht zwingend immer so, ja, wie soll ich sagen, so ein Architektenhaus, was hier versucht wird zu kreieren, sondern eine schöne, geräumige Wohnung hier drin, wo man sich lange wohlfühlt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Handschrift von Morelo. Ja, genau. Das ist einfach auch vom Design her und von den Materialien so gefertigt, dass es halt eine, ja, ich sag mal, eine zeitlose Eleganz hat, eine nicht zu aufdringliche, moderne Optik, sondern halt wirklich, ja, für ganz lange Zeit dann auch aktuell ist. So, und bitte mal öffnen hier, sei so nett. Jetzt mal reinschauen, da ist ein großer Schrank, wie du ihn in keinem anderen Reisemobil im Moment hast bei Morelo. In der Form. Dann ist das Ganze auch noch so ein bisschen angeschrägt, dass auch ja möglichst viel Raum hier entsteht. Gut gelöst, bitte hier mal öffnen. Du hast auch hier kein richtiges Weiß, das ist hier so ein Grau mit drin. Mal kurz schauen, was ich sehe. Wir haben hier eine Solaranlage an Bord. Du hast die 3030. Dann ein CBE-Bedienteil, eine Satellitenanlage ist hier mit drin. Also eine schöne Ausstattung. Großer Spiegel hier im Garderobenbereich. Die Garderoben ist eingelassen, sodass hier die Kleidungsstücke da auch nicht auftragen. Dann hast du eine dedizierte Dusche und das Komfortbad. Und hier kannst du wahrscheinlich wieder komplett öffnen. Genau, einmal 180 Grad umschlagen und dann hat man hier einen wirklich separaten, ganz großen Sanitärbereich mit separater Toilette, mit der Möglichkeit auch hier die Tür dann zu einem großen Waschbereich zu generieren. Kannst du zumachen. Und was natürlich schön ist, die Klimaanlage hier, Doppelkolben, Inverter-Klimaanlage in der Mitte. Da kannst du also entweder sagen, ich möchte gerne den Schlafbereich gekühlt haben. Durch die Tür hier kannst du die volle Klimaleistung dann auch für den Schlafbereich generieren. Das ist schön gemacht, ja. Ganz ehrlich, es ist eigentlich ein konkurrenzloses Konzept, das man aber gesehen haben muss. Weil viele stehen ja so ein bisschen auf die Liner-Optik, sagen, das muss die große Scheibe haben und so weiter. Aber ihr müsst den mal Probe fahren. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also viele sagen, ach, ich sitze da so schön hoch, ich habe LKW-Feeling. Wenn du mit dem hier fährst, du hast das Gefühl, er ist 2 Meter kürzer. Also er ist viel wendig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fahre ja im Moment gerade in Alkoven. Und jetzt kommt auch wieder ein Alkoven Morelo. Das ist so eine Geschichte für Pragmatiker, die sagen, ich bin viel unterwegs, kann man schon sagen. Ich will ein sehr zeitloses Auto, was vielleicht nicht so auffällt. Also es ist ja auch so, wenn du auf normale Campingplätze fährst, mit Morelo, das hat sich, glaube ich, immer noch nicht so richtig gebessert. Ja, dass wenn du auf einem normalen Campingplatz fährst und hast einen großen Morelo dabei, vielleicht fällt das uns gar nicht mehr so auf. Aber viele Leute schauen einen dann schon ein bisschen an in der heutigen Zeit. Ja, es ist halt so, dass dieser Wagen mit 8,20 Meter halt auch wirklich, wirklich kurz ist. Und trotzdem halt mit dem Schlafraum über dem Fahrerhaus einfach einen riesen Komfort bietet und wenn man sich das so in der Argumentationskette anschaut, hat der Wagen wirklich, wirklich fast nur Vorteile und ist wie gesagt vollwertiger Palast mit all den großen Tanks und den Isolierwerten und den verbauten Einrichtungen und technischen Komponenten wie die großen Integrierten halt auch. Ja, und es ist ein richtiges Zuladungswunder. Heißt, wenn einer sagt, ich hätte gerne noch einen Gastank, gar kein Problem. Jemand will ein Motorrad hinten drauf haben, auch da bitte drüber reden. Das ist, er hat Luftfederung Hinterachse mit drauf, das heißt, du kannst da richtig schön anpassen. All das ist vorbereitet. Ja, und der ist zu haben. Das ist quasi ein Ausstellungsfahrzeug, der geht jetzt raus. Wir können mal nochmal aufs Preisschild schauen, Matthias. Die Komforttür ist natürlich mit dabei, mit Luftdruckfeder. Und es gibt viele Konzepte, du hast sie alle da. Also vom Loft, der so praktisch das Pendant so ein bisschen bietet. Aber hier hast du natürlich Palace-like Klappen, große Klappen mit drin. Die ganze Palace Vorteile, die du hast, einfach ein etwas höheres Fahrzeug, etwas mehr Stauraum hier mit drin, die große Garage. Aber guck mal hier, Matthias, so ein kompaktes Auto.
wenn du da anrufst und sagst, ich bin so 8 Meter lang, dann kriegst du vielleicht bei dem einen oder anderen eher mal einen Stellplatz, wie mit 10 Metern. Das musst du schon, oder 11 Meter, du bist ja auch schon 12 Meter Fahrzeuge gefahren. Ja, das ist einfach, dann sind das die Plätze, die halt vorne am See sind oder die ja auch irgendwo einen schönen Ausblick haben. Ja, natürlich ist es so, dass kürzere Fahrzeuge eher auf den Stellplatz gehen als welche, die halt dann an die 10 Meter rangehen. 319.900 €, die Mehrwertsteuer ist natürlich ausweisbar. Da sieht man auch, das Fahrzeug hat mal 351.390 € gekostet. Man spart gegenüber dem aktuellen Modell noch mehr, denn es gab eine Preiserhöhung. Also das hast du jetzt nicht hochgerechnet auf dem aktuellen Modell, das dürfte man eigentlich gar nicht mehr rechnen. Und gegenüber dem Palace ist es fast ein Schnäppchen, weil du kriegst ein voll ausgestattetes Fahrzeug knapp über 300. Heute, wenn du ein Palace, das Pendant wäre der 82 LB zum Beispiel, konfigurieren würdest mit der Ausstattung, wäre wahrscheinlich eine 4 davor, oder? Ja, da ist eine 4 vor. Bei dem Wagen ist es ja so, dass wir den zum Herbst hin jetzt abverkaufen, aus der Ausstellung heraus. Und er deswegen einfach auch jetzt diesen wirklich besonderen Angebotspreis hat. Ja, wir haben eben noch gedreht ein großes Video über 2 ganz tolle Loftliner, 82 LB und 84 M. Der 82 LB als 7,5 Tonnen Chassis, könnt ihr im Video sehen, mit sehr viel Zuladung, ist nochmal ein Stückchen kürzer wie der 84er. Und hier ein extrem gut ausgestattetes Modell auf der rechten Seite mit etwas weniger Zuladung. Aber hier auch wirklich dann nochmal LKW-Chassis mit allem drum und dran. Ein ganz anderes Konzept, muss man sagen. Schaut euch das Video auch mal an. Ihr habt immer Fahrzeuge vorrätig. Das heißt, wenn ich hierher komme, habe eine Kaufabsicht oder habe sogar einen Gebrauchten dabei. Wenn ich wirklich will, ich gehe hier nicht ohne Auto vom Hof, oder? Ja, auch gut. Also es ist schon so, dass wir gerade im Murillo-Bereich uns viel Mühe geben, auch entsprechend unterschiedliche Fahrzeugkonzepte und Baureihen da zu haben, weil die Kunden einfach aus weiter Umgebung kommen, um sich hier entsprechend dann erstmal beraten zu lassen und dann ja, eventuell auch in ein Verkaufsgespräch einzusteigen oder eine Probefahrt zu machen. Wir haben eine große Vermietung, wo wir Murillo-Fahrzeuge auch längerfristig vermieten oder das geht auch. Das heißt, ich kann den auch mal testen in der Vermietung. Genau. Ne? Murillo. Murillo, ja. Seid ihr einer der wenigen, oder? Ja, sind wir einer der wenigen, das stimmt. Tschüss, Matthias Welz von Felge und Welz. Ist auch kein Zufall, dass du so heißt. Du bist einer der Geschäftsführer hier. Und ich bedanke mich vielmals, dass du Zeit hattest, heute hier am 16. September, ein schöner Spätsommertag in der Nähe von Osnabrück in Bissendorf, mir Rede und Antwort zu stehen. Tschüss.